kleine Städte waren dann im Jahre 1873 vereinigt. And now let me tell you something about the origin of the two names. There are three versions concerning Buda. According to the first version, Buda was the name of the brother of the Han king. That was the first version. According to the second version, Slavic people used to live on the Buda side, and there were very many thermal springs here. In the Slavic languages, water, it means as much as voda. Voda and Buda, they sound very similar. According to the third version, Buda was a German word which meant as much as a stove or oven in which limestones were burnt, and the name referred obviously to the limestone hills of the Buda side. And the word pest, it's another Slavic word which means as much as a cave or recess. It's very funny because we don't have any cave or recess on the pest side, rather on the Buda side. Bitte gestatten Sie mir einige Worte über die Herkunft der beiden, über die Herkunft der Worte Buda und Pest. Für Buda gibt es eigentlich drei Varianten. Erstens war Buda der Name des Bruders des Hunischen Königs. Zweitens, slawische Stämme haben auf der Buda-Seite gelebt und es gab auch sehr viele Thermalquellen hier. In den slawischen Sprachen Wasser bedeutet so viel wie Voda. Voda und Buda, die klingen ziemlich gleich. Drittens war Buda eigentlich ein deutsches Wort und es bedeutete so viel wie ein Kalksteinbrennender Ofen, und der Name verweist natürlich auf die Kalksteinberge der Buda-Seite. Und das Wort Pest hat mit der Pestepidemie gar nichts zu tun. Das bedeutet so viel wie eine Höhle. Das ist aber interessant, weil wir gar keine Höhle auf der Pester-Seite haben, eher auf der Buda-Seite. To the left, in front of us, on the top of the hill, you can see the Liberation Monument, and behind it you can see the Citadel. So links vor uns ist der Gallierberg mit dem Freiheitsdenkmal und mit der Zitadelle. The Liberation Monument is a female figure holding the symbol of peace in her hands, the palm leaf. It was set up in 1948, and behind it there's the Citadel. The Citadel is not an old fortress. The Citadel was constructed only in the second half of the 19th century. After the second unsuccessful War of Independence, Emperor Franz Joseph wanted to watch the city with guns from the top of the hill. Later, after the compromise with the Habsburgs, Emperor Franz Joseph had the entrance of the citadel blown up as a sign of the good Hungarian king. Later it got barracks, and now it is a one-star hotel with a restaurant and with a nightclub. Bitte links vor uns oben auf dem Gallierberg ist das Freiheitsdenkmal. Die Frauenfigur hält das Symbol des Friedens in ihren Händen, nämlich den Palmenblatt. Dahinter ist die Zitadelle. Die Zitadelle ist keine alte Festung. Die Zitadelle wurde erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach dem zweiten misslungenen Unabhängigkeitskrieg vom Kaiser Franz Joseph gebaut. Kaiser Franz Joseph wollte die Stadt von oben mit Kanonen beobachten. Nach dem Ausgleich mit den Habsburgern ließ Kaiser Franz Joseph den Eingang der Zitadelle symbolisch sprengen, als ein Zeichen des guten ungarischen Königs. Später wurde daraus Kaserne, und heute ist das ein Ein-Sterne-Hotel mit einem Restaurant und mit einem Nachtlokal. Would you look to the right? Bitte blicken Sie rechts. At the first bridgehead of the Liberty Bridge, there is the beginning of the small boulevard. Here stood the city wall for 400 years, and it was pulled down at the end of the 19th century because it disturbed the development of the city very much. If I tell you the fact that the whole city wall was not longer than 2.2 kilometers, then you will have an idea how small the town Pest was in the Middle Ages. Bitte, wenn Sie rechts zurückblicken, da können Sie den Anfang des kleinen Ringes sehen. Hier stand die Stadtmauer 400 Jahre lang, und diese Stadtmauer hat die Stadt Pest umgeben. Und die Stadtmauer wurde erst am Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen, weil sie die Entwicklung der Stadt sehr gestört hat. Wenn ich Ihnen verrate, dass die ganze Stadtmauer nicht länger als 2,2 Kilometer war, dann haben Sie eine Ahnung, was für eine kleine Stadt die Stadt Pest im Mittelalter gewesen ist.
And now to the right, you can see the downtown. The downtown stretches from the Danube till the small boulevard. And this was originally the town past. And this was the very town which was destroyed by the Danube in 1838. We didn't have too much problem with the Danube, but once we had a high flood, and this high flood ruined the town past. So that's why I cannot point to any medieval buildings here. So that's why the old buildings, they all date back to the second half of the 19th century and to the turn of the 20th century. But we have kept the old sketch of the town past, so that's why the side streets are so narrow. Rechts können Sie die Innenstadt sehen. Die Innenstadt erstreckt sich von der Donau bis zu dem kleinen Ring, und das war ursprünglich die Stadt Pest. Aber die Stadt Pest wurde einmal von der Donau ruiniert. Wir haben nicht so viele Probleme mit der Donau gehabt, aber einmal haben wir ein Hochwasser gehabt, und dieses Hochwasser hat im Jahre 1838 die Stadt Pest ruiniert. Aber und deshalb stammen die alten Gebäude von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und von der Jahrhundertwende des 20. Jahrhunderts. Aber wir haben den alten Grundriss der Stadt Pest behalten, deshalb sind die Seitengassen so eng. We are passing by also the International Harbor. If you arrive by the hydrofoil from Vienna, you arrive at this particular spot. Rechts fahren wir auch dem internationalen Hafen vorbei. Wenn Sie mit dem Tragflügelboot von Wien ankommen, dann kommen Sie hier an. Let me tell you something about the Danube. The Danube is a very international river. The Danube is 2,800 kilometers long. It connects 8 countries. It has got its valley in Germany in the Black Forest, and it flows into the Black Sea. The average depth at Budapest is between 5 and 6 meters. You can find the deepest point at the Pest Bridge and at the Green Liberty Bridge. Over there the Danube is 11 meters deep. As I told you, we didn't have too much problem with the Danube, but once we had a high flood, it was in 1838. Und bitte über die Donau ist ein sehr internationaler Fluss. Die Donau ist 2800 Kilometer lang und sie verbindet 8 Länder. Die Donau hat die Quelle in Deutschland, im Schwarzwald, und sie fließt in das Schwarze Meer. Die durchschnittliche Tiefe bei Budapest ist zwischen 5 und 6 Meter. Die tiefste Stelle befindet sich am Pester Brückenkopf der grünen Freiheitsbrücke. Dort ist die Donau 11 Meter tief. Wir haben nicht so viele Probleme mit der Donau gehabt. Einmal haben wir Hochwasser gehabt, und das war im Jahre 1838. To the left you can see the Gallert Hill. Let me tell you the history of the Gallert Hill. Until the 19th century there were very beautiful vineyards here, but in the 19th century the disease of the vineyards, the phylloxera, destroyed here everything, and then this part of the city was founded here. Etwas über die Geschichte des Gallerberges. Bis zu dem 19. Jahrhundert waren sehr schöne Weingärten hier, aber in dem 19. Jahrhundert hat die Krankheit der Weingärten, die Phylloxera, hier alles zerstört, und dann wurde diese Gartenstadt hier errichtet. Und heute ist das ein sehr elegantes Viertel von Budapest. We have got altogether 8 old bridges and 2 brand new ones. All 8 old bridges were blown up during the Second World War. The very first bridge which was blown up, that was the first Margaret Bridge. It was blown up very early in the morning when the bridge was very crowded, and that's why many hundred Hungarians found their death in the Danube. So every old bridge is reconstructed, including the Elizabeth Bridge, but it was not reconstructed in the old style. It was reconstructed as a new suspension bridge in 1964. Es gibt insgesamt 8 alte Brücken und dann 2 neue Brücken hier in Budapest. Alle 8 Brücken sind während des Zweiten Weltkriegs gesprengt worden. Die allererste Brücke, die gesprengt wurde, das war die erste Margaretenbrücke, da die Detonation in den Mittagsstunden erfolgte. Deshalb fanden viele hunderte Ungarn ihren Tod in der Donau. Alle diese alten Brücken sind rekonstruierte Brücken. Auch die Elisabethbrücke ist eine rekonstruierte Brücke, aber sie wurde nicht in der alten Form, sondern als eine neue Hängebrücke